Servus zurück. Wir werden gleich ins Regelbuch auch ein bisschen reinschauen, aber mal vorneweg, ich möchte heute darüber sprechen, warum du gerade jetzt mit Kings of War in der vierten Edition anfangen solltest, aber auch warum du es vielleicht möglicherweise nicht tun solltest. Und damit Servus zurück auf dem Kanal oder Servus, falls du neu hier bist. Wie gesagt, Kings of War, die vierte Edition, ist die aktuelle. Anfang 2026 ist jetzt vor ein paar Monaten offiziell erschienen. Daher erster Grund natürlich, jetzt in Kings of War einzusteigen. Man hat ein komplett neues Regelsystem, beziehungsweise bekannt, also es fühlt sich noch immer an wie Kings of War. Es haben sich aber regeltechnisch ein paar Dinge geändert, die zu besseren, zu schlechteren, da gibt es verschiedene Meinungen dazu, für jeden natürlich, aber eben auch gewisse Vereinfachungen, die einfach den Einstieg etwas leichter machen. Daher jetzt natürlich erster Grund, wieso du damit anfangen solltest. Das bringt mich aber auch gleich zum Hauptgrund, warum du es möglicherweise nicht starten solltest. Denn eine Sache muss man hier jetzt auch ganz klar sagen, Kings of War hat vielleicht mal gestartet als Regelsystem Alternative für damals Warhammer Fantasy Battles, als das eingestellt worden ist, obwohl es das Spiel selbst natürlich schon früher gab. In den ersten Editionen, ich glaube, Kings of War ist 2010, 12, glaube ich, erschienen mit der ersten Edition und hat sich dann eben mit dem Wegfall von Warhammer Fantasy Battles mehr in diese Richtung begeben, auch mit eben den damaligen Armeelisten, dass man eben seine alten Armeen von Warhammer hier verwenden kann. Und das hat sich jetzt aber im Laufe der Zeit deutlich geändert, denn hier geht Mantic Games jetzt sehr viel deutlicher, immer mehr einen Weg, seine eigenen Armeen aufzubauen, seinen eigenen Hintergrund weiterzuführen. Und dementsprechend ist das natürlich jetzt nicht mehr ganz so einfach. Und ich persönlich würde es auch ein bisschen selbst so sehen, eben eigene Armeen für Kings of War aufzubauen mit den Figuren, die eben Mantic auch zur Verfügung stellt. Also, was ich damit auch sagen möchte, mit diesem Punkt, wenn du jetzt hier eine Alternative zu Warhammer Fantasy Battles direkt suchst, wirst du hier wahrscheinlich nicht glücklich werden. Da macht es vielleicht mehr Sinn, auf andere Spielsysteme auszuweichen. Zum Beispiel gibt es ja auch jetzt Warhammer The Old World. Das ist hier vielleicht dann die bessere Wahl für dich. Wir wollen uns aber natürlich hier jetzt auch ein bisschen anschauen, was ihr alles hier in diesem Regelbuch so alles finden könnt. Ein grundsätzlich weiterer Punkt, den ich ganz interessant eben finde, mittlerweile, das neue Regelbuch hat sich natürlich auch weiter gemausert in Richtung der Darstellung des Designs, also auch hier, das wirkt alles mittlerweile immer professioneller, immer besser. Natürlich war es das auch im Vorfeld natürlich schon, aber einfach im Vergleich zu den vorangegangenen Editionen habe ich persönlich den Eindruck, hat sich hier schon auch noch einiges verbessert in Bezug auf die Qualität und ich freue mich schon darauf, was hier dann weiter Mantic machen wird im Verlauf dieser Edition. Ein weiterer Punkt, der vielleicht für dich ganz interessant sein könnte bei Kings of War, warum du es anfangen solltest, ist eben der Umstand, dass hier die Armeen vollständig aktiviert werden und nur ein Spieler immer an der Reihe ist. Das heißt, nur der aktive Spieler, der gerade seinen Zug hat, bewegt alle seine Figuren, führt Schussattacken durch und kämpft auch im Nahkampf. Das ist natürlich im ersten Moment ein bisschen gewöhnungsbedürftig, muss ich ganz ehrlich sagen. So ging es mir auch damals beim ersten Einstieg in Kings of War und ist natürlich einerseits etwas Positives aus meiner Sicht, weil es dadurch das Turnierspiel natürlich auch fördert, weil man so eben seinen Zug vollständig durchführt, die Zeit zum Beispiel, wenn man mit einer Chess Clock spielt, dann runterlaufen kann, ohne dass hier jetzt auch Zeit vom Gegenspieler abgezogen wird und am Ende seines Zuges wechselt man einfach auf den anderen Spieler. Also für Turnierspiele auch sehr, sehr gut geeignet. Also wenn man hier vielleicht denkt, die alten Warhammer Fantasy Battles oder eben Alternativen, die es hier so mittlerweile gibt, sind vielleicht dafür nicht so gut geeignet, dann hat man hier vielleicht bei Kings of War genau das Richtige gefunden. Kann gleichzeitig aber auch ein gewisser Nachteil sein, weil es natürlich keine Interaktion dementsprechend erfordert vom zweiten Spieler, der gerade nicht aktiv ist, sondern man kann hier theoretisch auch einfach weggehen vom Tisch und den anderen spielen lassen. Theoretisch, denn in der nicht aktiven Phase ist man einfach nicht an der Reihe. Denn der aktive Spieler führt ganz einfach alle seine Aktionen durch. Das sind
eben nach dem Bewegen die Schussattacken, ob er trifft, auch im Nahkampf, ob er trifft und verwundet, wird alles vom aktiven Spieler gewürfelt und man nimmt eigentlich als passiver Spieler gegebenenfalls nur Einheiten vom Tisch. Das ist natürlich einerseits positiv, wie gesagt, in Bezug aufs Turnierspiel, kann aber auch durchaus etwas Negatives sein. Ein weiterer Punkt, der hier vielleicht schon aufgefallen ist, den ich jetzt auch noch erwähnen möchte als nächstes, ist hier natürlich die Art und Weise, wie Armeen dargestellt werden. Auch hier typischerweise natürlich, wir haben hier ein Rank-and-File-Spielsystem, dementsprechend sieht man auch hier, wie das Ganze ausschauen kann. Natürlich hier ein bisschen überladen, nicht auf diesem Bild. Aber auch was hier schön ist, dass auch Mantic selbst hier jetzt mehr in Richtung dieser Einheiten-Bases geht, was ja ohnehin schon immer ein Thema gewesen ist bei Kings of War. Und das ist eben auch ein Punkt, den ich positiv hier ein bisschen herausstellen möchte, denn im Vergleich auch wieder zu anderen Spielsystemen, wie eben Warhammer Fantasy Battles oder eben auch Warhammer The Old World, hat man hier eben das Thema, man hat hier eine Basegröße, eine vorgegebene pro Einheit, was eben bedeutet, man kann sich hier sehr schön austoben, was die Armeezusammenstellung bzw. was die Darstellung der Einheiten betrifft, da man eben keine einzelnen Figuren auf kleine Bases kleben muss, sondern man hat eben hier zum Beispiel Infanterie. Hier steht schon, Infantry Regiment normally consists of 20 models on a rectangular base, 100 mm wide and 80 mm deep. Das heißt, ihr könnt hier natürlich ein Base dieser Größe dann nehmen, müsst aber nicht die kompletten 20 Figuren draufstellen, denn das, was die Base eben darstellt, ist die Einheit und im Verlauf des Spiels werden natürlich keine Einheiten oder keine Modelle entfernt, sondern nur vollständige Einheiten. Auf der einen Seite ein Vorteil, weil es natürlich auf dem Spielfeld über einen längeren Zeitraum gut aussieht und nicht so nur mehr einzelne Figuren von Einheiten oder 3-4 Figuren stehen, ist natürlich auch etwas, was natürlich ein bisschen negativ zu sehen ist, weil gerade das auch etwas vielleicht sein könnte, was dir bekannt vorkommt von eben alten Warhammer und dir hier natürlich dann abgeht, weil deine Einheit hier aus 20 Infanteriemodellen dann vielleicht schon 18 Punkte Schaden bekommen hat, aber noch immer alle 20 Figuren auf dem Spielfeld stehen. Andererseits, wie gesagt, gibt dir das natürlich die Möglichkeit, diese Regimentseinheiten-Bases sehr schön zu gestalten und du musst auch gar nicht die vollständigen 20 Modelle nehmen, sondern du kannst dich hier auch voll und ganz austoben, was die Darstellung auf dem Spielfeld betrifft. Das macht natürlich Kings of War dann recht spannend für Leute, die sich hier dann austoben wollen mit ihrer Bemalung und auch mit dem Geländebau bzw. mit der Base-Gestaltung, da man hier sehr, sehr vieles machen kann eben. Hier könnt ihr auch ganz einfach mal nach Kings of War Armeen suchen im Internet und da sieht man schon, wie kreativ hier manche Leute durchaus sind. Ein weiterer positiver Punkt für Kings of War ist eben, dass ihr die meisten Armeen auch hier im Regelbuch findet, denn im Vergleich zu anderen Spielsystemen habt ihr hier eben alles in einem Buch oder fast alles, dazu komme ich gleich in einem Moment. Ihr habt hier eben die Regeln am Anfang, wie diese bis hier Seite 40 ungefähr. Und dann im Anschluss kommen eben dann die Special Rules, die ganzen Magieregeln und auch Advanced Rules für Kings of War. Denn auch das ist hier ganz interessant eben aufgeteilt. Ihr habt am Anfang eure Grundregeln für das Spiel, um mal ins Spiel reinzuschnuppern, reinzusteigen, alles Notwendige. Und erst später habt ihr dann noch Erweiterungsregeln, um eben ins Spiel reinzukommen. Und dann ab Seite 80 geht es dann eben weiter mit den Armeelisten. Das heißt, wir haben hier schon eine ganz gute Übersicht, zuerst nur an den Grundregeln, bevor es dann hier in die Armeelisten geht, die dann schon einen sehr großen Teil des Buches ausmachen. Und hier ist dann eben auch noch einmal die Art und Weise drin, wie man Armeelisten aufbaut. Auch hier noch ein bisschen, wie so eine Armee ausschaut, beziehungsweise so ein Bataillon als Beispiel. Und dann startet es eben hier mit den Armeelisten, wo jede Armeeliste ihren eigenen Bereich bekommt, mit ein bisschen auch Hintergrund dazu, speziell. Und dann die ganzen Einheiten mit den eben Command Orders, die jeder Einheit, jeder Armee zur Verfügung stehen, um hier ein bisschen mehr Flavor pro Armee reinzubekommen und dann eben auch die verschiedenen Einheitentypen, die man hier eben pro Armee spielen kann. Und das eben durchgängig für
eine sehr große Anzahl für Armeen. Also wir haben hier zum Beispiel Abyssal Dwarfs, also Chaoszwerge könnte man sich vorstellen. Basilea, die sind so mehr in Richtung Bretonnia. Zwerge natürlich, also alles mögliche. Empire of Dust, auch hier mit sehr coolen Figuren, die Mantic hier mittlerweile auch rausbringt dazu. Und das eben alles hier in diesem Regelbuch. Das heißt, ihr könnt einerseits mit dem Buch eure Armee spielen, die ihr selbst aufbauen wollt, und habt aber auch Zugriff auf die Armeelisten der anderen Spieler, sodass ihr hier ein bisschen auch euch selbst einen Überblick verschaffen könnt, wie sich die Armeen spielen. Aber das bringt mich natürlich zu einem kleinen Problem dabei. Ich habe ja schon gesagt, ihr könnt das nicht für alle Armeen machen, denn hier gibt es auch mittlerweile ein anderes Konzept von Mantic, eben mit diesen Erweiterungsbüchern. Hier zusammen mit dem Regelbuch ist dieses erste Invasion-Buch erschienen mit dem Titel. Ist quasi das erste Erweiterungsbuch direkt zum Start von der 4. Edition von Kings of War. Zum einen Seite ganz interessant, weil es eben mehr Hintergrund reinbringt, denn wir haben auch hier weiteren Hintergrund, dann den ersten im Regelbuch. Ist jetzt nicht so umfangreich, aber ausreichend für den Anfang. Und dieser wird hier dann weiter fortgeführt mit diesen Erweiterungsbüchern. Da sollen im Verlauf eben der 6. Edition insgesamt 6 Bücher kommen, was ich jetzt aktuell weiß. Und eben das ungefähr immer im Abstand von einem halben Jahr. Das Invasion-Buch ist hier das erste. Hauptsächlich wird hier eben mehr Hintergrund reingebracht. Das schauen wir uns aber auch noch extra mal an. Aber das Thema ist, wir haben auch hier neue Armeelisten drinnen. Das heißt, Armeelisten, die jetzt im Core-Buch sind, werden, also im Regelbuch, werden hier mit diesen Erweiterungsbüchern dann neu gestaltet, neu ausgebaut. Aber auch die 4 Armeen, die hier jetzt enthalten sind in diesem Buch, die sind natürlich jetzt im Hauptregelbuch nicht drinnen. Das bedeutet, wenn wir uns die hier jetzt ein bisschen anschauen, zum Beispiel hier die Halblinge. Wenn ihr Halblinge spielen wollt, die gibt es jetzt seit ein paar Jahren bei Kings of War, sind in der 3. Edition rausgekommen. Sehr coole Figuren, wie ich finde. Da müsst ihr euch aber dieses Buch dazu holen. Natürlich, ihr braucht die Bücher, grundsätzlich will ich auch sagen. Dazu komme ich gleich in einem Moment dann nochmal, was die Bücher selbst betrifft. Das ist mir nämlich gerade aufgefallen, wäre vielleicht interessant auch zu wissen. Wie gesagt, ihr müsst euch dann das Regelbuch holen und dann eben hier für die Halblinge noch dieses Extra-Buch. Weil ihr hier die ganzen Command-Orders drin habt. Hier natürlich sehen wir auch schon wesentlich mehr. Im Regelbuch haben die Armeen immer nur 2, hier sind es schon 5. Und auch hier wieder die komplette Armeeliste dazu. Das gleiche hier dann auch für die Salamanders. Auch die sind nicht im Core-Buch enthalten. Dann für Trident Realm. Und natürlich für die neue Armee Xirkali, die hier jetzt mit der 4. Edition erschienen sind für Kings of War. Dafür braucht ihr natürlich dieses Buch dann noch extra. Also das heißt, hier ist es eventuell notwendig, eine weitere Investition zu tätigen. Was ich hier aber auch jetzt noch sagen möchte, wo wir hier schon beim Hintergrund sind, das ist gar nicht notwendig, denn es gibt hier auch die Companion-App von Kings of War, von Mantic Games direkt, wo ihr alle Regeln drinnen habt. Das heißt, dieses Buch kostet ungefähr 40 €. Ist natürlich ganz schön zu haben. Ich persönlich finde es natürlich gut, diese Bücher zu haben, um durchblättern zu können. Aber natürlich das, was hier gedruckt ist, ist natürlich fix. Wenn sich hier jetzt irgendwas ändert von den Regeln, von den Einheiten oder irgendwelche Klarstellungen bei den Grundregeln, dann ist das natürlich eine Errata und das ist natürlich hier nicht einbaubar. Daher ist das Buch per se jetzt nicht notwendig. Ihr könnt euch, wie gesagt, auch, und das finde ich auch wiederum einen Vorteil, die Companion-App holen. Dort könnt ihr kostenlos Armeelisten erstellen, ich glaube 2 Stück. Oder ihr könnt auch, anstelle die 40 € hier auszugeben, für einen ähnlichen Preis euch ein Abo holen bei der Companion-App. Kostet zwar ein bisschen Geld, aber dort habt ihr dann eben Zugriff auf wesentlich mehr Armeelisten, die ihr bauen könnt, ohne Einschränkung und eben auch auf die Regeln von Kings of War und für eure Einheiten, sodass ihr eigentlich aus rein spieltechnischer Sicht hier das Regelbuch eigentlich überhaupt nicht benötigt. Und das gleiche gilt natürlich dann auch hier für das Invasion-Buch. Das ist zwar nett zu haben, jetzt vor allem im ersten Print-Run, um es als Hardcover vielleicht in den Schrank zu stellen, vor allem wenn man dann alle hat, weil die zusammen hier einen Buchrücken, ein Bild dann bilden sollen, ich glaube sogar zusammen mit dem Regelbuch, aber wird auch nicht benötigt, denn hier in dem Buch ist auch hauptsächlich Hintergrund drinnen,
plus diese 4 Armeelisten. Aber auch wie gesagt, mit der Companion-App habt ihr auch diese Armeelist zur Verfügung. Also auch hier vielleicht zur Überlegung, ja, diese beiden Bücher gibt es jetzt am Anfang zur 4. Edition von Kings of War. Aber rein, wenn ihr nur Kings of War spielen wollt, dort mal reinschnuppern wollt, ist es gar nicht notwendig, hier euch diese Bücher zu kaufen. Und das finde ich persönlich auch noch einen Vorteil, auch im Zusammenhang damit, wenn man sich die Bücher tatsächlich kaufen würde, da man eben nicht jedes Monat ein Buch bekommt, wie bei anderen Herstellern, sondern eben jedes wahrscheinlich halbe Jahr eines dieser Erweiterungsbücher. Und ich denke, über die Zeitspanne der 4. Edition von Kings of War hat man hier dann auch alles Mögliche in einem guten Zeitrahmen, um diese Bücher dann auch zu sammeln, falls man das möchte. Was ist euer Eindruck von diesen Büchern, beziehungsweise auch von Kings of War? Wie gesagt, seid ihr Fans von Kings of War? Wahrscheinlich, wenn ihr euch das Video hier anschaut, schon. Oder interessiert daran? Oder denkt ihr jetzt doch lieber dran, etwas anderes zu spielen? Oder habt ihr vielleicht andere Ideen, die hier vielleicht noch für oder gegen Kings of War eurer Meinung nach sprechen?